Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Thaumaturge. Wir nehmen die Kutsche von Miro und machen mit der Hauptquest weiter. Da haben wir in der letzten Folge ganz erfolgreich einen neuen Salutor bekommen, den Chin. Ja, der uns beim Herz weiter voranbringt. Und ja, werden wir natürlich auch mal bestimmt im Kampf sehen. Demnächst, wenn es einmal einen gibt wieder. Aber zuerst möchte ich einmal die Apotheke von Abraham Horowitz untersuchen. Spielerwinkel. Was ist das? Spielerwinkel. Achso, das ist die... Mei. Das kann man wieder betreten, ja, aber was... Ja, kann mir nichts machen hier. Dann untersuchen wir mal die Apotheke. Oder was von ihr halt noch über ist, keine Ahnung, wie das jetzt aussieht. Ja, wo ist sie denn, Alter? Der jagt mir wieder da durch die ganze Stadt. Da ist sie. Und hier haben wir auch wieder... Okay, kann man da was beobachten. Laden. Also den Laden, das ist cool, das können wir uns anschauen. Super. Verschlossene Apotheke. Die Apotheke war das Juwel der Nachbarschaft, das sich von einem auf den anderen Tag änderte. Ehemalige Stammkunden suchten sich andere Apotheken. Das ist nicht verwerflich. Viel schlimmer sind die Gerüchte, die man sich hinter vorgehaltener Hand erzählte. Der Ort sei verflucht, seine Aura beschmutzt. Alles Gute für immer und ewig verloren. Leere Pomadendose. Die Dose ist über und über mit sachlichen Berechnungen, Konzentration auf das Ziel bedeckt. Um den Befehl ausführen zu können, muss die Explosion spektakulär sein. Sie muss die Grundfesten des Zarenreichs erschüttern und sie ist viel mehr Pomade nötig, sehr viel mehr. Aber wie soll man die besorgen, wenn die Hunde des Zaren einen ständig verfolgen? Okay. Fensterbank. Das zerstörte Holz des Fensterbretts ist voll mit der Angst vor der Rache der Leute, denen er letztlich doch nicht geholfen hat. Leute, die nicht kommen, um ihre Medizin abzuholen, sondern um in den Hals umzudrehen. Aber das ist noch besser als das Schicksal, das der Thaumaturge ihm angedeihen lassen wird. Schulski ist es, vor dem er sich fürchten muss. Oh. Okay, dann war's das schon. Wir untersuchen jetzt mal unseren eigenen Laden. Ganz ehrlich. Das kann ja nicht wahr sein. Da waren wir noch immer nicht neben. Und nebenbei haben wir ja auch die Möglichkeit, doch gleich den Ausblick zu genießen. So. Schick, schick. Schau dich um, solange du möchtest, Victor. Ja, wer ist denn das? Warenverzeichnis. Mordecais Unterschriften sind voller Emotion. Die Älteren singen von einem glücklichen Leben und der Erfüllung, die man durch gute Arbeit erhält. Doch seit einem Jahr erklingt ein anderes Lied. Ein Lied voller Trauer, Hass und Verbitterung, die durch den Verrat eines Freundes ausgelöst wurden. Mordecais Kündigungsschreiben. Die eisigen Worte verbergen feurigen Hass und die Flamme der Überzeugung, dass sein ehemaliger Freund Stanislaw Sulski in dem Verschwinden von Abraham Horowitz steckt. Sulski verdient es nicht, dass man ihm in die Augen schaut.
Stanislavs Sünden. Mordecai gibt Vater die Schuld an Abraham Horowitz' Verschwinden, aber er kennt nicht die ganze Wahrheit. Horowitz war in einem riskanten Spiel zwischen den Sozialisten und der Okraner verstrickt, das früher oder später viele Leute gefährdet hätte. Stanislav Szulski hat den Apotheker kaltblütig ausgeschaltet, aber im Namen eines größeren Wohls. Ah. Alte Uhr. Er zieht seine Lieblingsuhr ein letztes Mal auf. Eine jahrelange Routine findet damit ein Ende, doch die Handlung wird nicht von der friedlichen Vorfreude auf den Ruhestand begleitet, sondern von der Wut einer Person, die diesen Ort verlässt, obwohl sie es eigentlich nicht will. Es ist jedoch unvermeidlich. Jegliche weitere Zusammenarbeit mit Schulski ist unmöglich. Es wäre beschämend. Es ist Zeit zu gehen, und zwar noch heute. What is this? The photograph, Victor. A marvelous invention. Father was very fond of them. I meant what Father has on his face. That smile. I'm sure someone he disliked had just died. Did you want something, or are you here to joke around? When was this picture taken? Who knows, a quarter century ago? We must not have even been 5. You two look more and more alike. Don't scare me. The guy next to Father, that's Hayat, right? Yes, he's just younger, Victor. That's how photographs work, you know. They stop time and place. I can also see here that they were friends. But a year ago, that ended and they stopped working together. Yes, you mentioned it recently. It's a shame Papa never said why. Could Hayat have wanted our father to die? Could he have sent the golem after him? I think you'll have to ask him. I heard that he bought out one of the 2 rundown laundries here in Mirov, not too far away. You're welcome. Thank you. I'm taking another look around. Is that? Yes. I'll take a quick look around. Be careful. On my way. Okay, sie hat aber noch etwas auf dem Herzen, ein Fragezeichen. I'm here now. Welcome to my little store. Did you see the sign? Yes, very nice. So you didn't take a particularly close look. I wanted to talk to you about a certain university. Has anything strange happened lately? Anything that might have something to do with the golem? A cup fell from the table and someone stumbled while crossing the doorstep, but I assume those aren't things that can be attributed to a golem. Most likely common clumsiness. That's good news. And some plaster fell from the ceiling, but that's probably because something was passing by. Nothing serious. Anything else? The store looks better than I remembered. More human. I've sorted through the remaining junk and I'm keeping the monkey brains, prepared corpses, and potency ointments just in the catalog now, so mothers can come here with their kids. Do you want to be better than Father? People look at a businesswoman strangely, so I intend to prove to them that I'm better than businessmen. I'm doing my best. What's this mysterious university? I'm giving a lecture at the Flying University. It's a very informal educational initiative, not to say secret. And an important one.
especially for women who can get an education from us, which they are legally prohibited from doing under the partition. I'd like you to come with me. What's the lecture about? The economic aspect of the woman's question. I've gathered some interesting data and managed to get some great sources from France and England. Come on. Those 2 brain cells you still have will appreciate a break from booze and trouble. Come with me. Of course I will go. I will be honored. No questions or bargaining? Who are you and what have you done to my brother? If it's important to you, there's no need to persuade me. The university is meeting in the antiquarian bookshop across the Green Square. Which brings us to the most important thing. Everyone brings something sweet, so I ordered some donuts from Mrs. Jagoda. The best ones. And the best donut is filled with... All through our childhood we went to her for pastries. Has anything changed there? Nothing at all. And Mrs. Jagoda continues reminiscing about you. No. Yes, you were the only kid in her career that ate 8 donuts, threw up, and came back for more. So, what about the filling? Pflaumenmus. With plum. Now and ever and unto the ages of ages. Amen. Get those donuts, will you? I'll see what I can do. Toll. Das ist mein Leben. Wenn er da irgendwelche Golems jagen muss und sonst was. Muss ich eben Pflaumen hin und her tragen. Ah, falscher Knopf. So. Ich denke, also stehle ich. Naja. Dann erledigen wir natürlich zuerst das. Logischerweise. Müssen wir natürlich warten. What a day. Sonst ist es natürlich nicht offen, ne? Nachts hat sie geschlossen. Dann haben wir wieder einen Nebenauftrag, den wir abschließen können. Ich bin wirklich gespannt, weil wir müssen ja doch noch einiges an Punkte machen. Erfahrungspunkte sammeln können, weil immerhin, ne, sonst werden wir da nicht unsere Skills ausskillen können. Ne? Bin ich halt schon sehr gespannt drauf. Hoppala. Ich hoffe, wir kriegen das Good wieder. day, Mrs. Jagoda. Have you worked up an appetite for a cookie? Ja. I'd like to collect Ligia Shulska's order. Of course. Give her my best. And don't hesitate to stop by for a little snack from time to time. Have a nice day. Gehen. That is all, thank you. Goodbye. Don't you want to take anything sweet home with you? Well, as you wish. So, ich möchte nur kurz einmal speichern, weil ich habe gefühlt schon lange nicht mehr so. Ob wir die lebend anbringen, die Vorlesung Nachmittag. Ja, wir warten bis zum Nachmittag, sitzen wir einfach blöd auf der Bank herum und schauen in den Himmel. Das hat man sich früher beschäftigt in Polen. Tut man heute noch. Okay.
Wo ist die Vorlesung? Vielleicht schaffen wir die. Dann Hexenschuss. Er hätte gerne Bier, aber nicht hier. Zimmermann. Oha. How's business? Not bad, thank God. And the advertising fuels sales even more. For you, sir, about 1.80 meters, as far as I can tell. Oak wood. It's robust, elegant, and durable. 35 kopiekas. And how's the other digging business? What do you mean? Nee, auf das Thema Grabräuber eingehen. Valush and his friends want to tell you they can't dig up corpses for you anymore. They're the reason I'm here. I applaud your idea, but I'm not sure about the people you chose to implement it. You know what? We'll get you the oak box for free. And we'll send you on a trip to the orchard, too. Okay, ich weiß keine Ahnung, worum es jetzt eigentlich noch geht, um ehrlich zu sein. Aber okay. Senkt den Schaden mit Lelig oder Morana. Mit Veles. Fokus 4, er hat auch nur 4. Quatsch. Er ist nur immun gegen neue Status, okay. Status machen wir auf ihm eh nicht. Was kann der Chin? Queen, Quarenz, Überzeugung, fügt Schaden zu Zauber, Wunsch. Erleidet Schaden jetzt noch des Status. Albtraum des Derwisch, Blutschuld, der hat Schaden sind jetzt okay. Der macht Blutschuld, lebenslange Schuld, fügt Schaden zu, statt 400 Lebenspunkte wieder her. Boah. Das ist wieder geil. Aber im Moment geht es mir einfach darum, seinen Fokus niederzuringen. Einfach Fokus runterhauen von die Herrschaften. So, was haben wir hier jetzt mit Buckerwatsch, um zu deaktivieren? Was hast du da hinten mit Lelek? Kann ich mit Lelek angreifen? Lelek oder Morana? Also die Morana hätten wir eigentlich schon. Hier, nur dann. Keine Ahnung, wird keinen Schaden machen. Aber es geht nur darum, dass die Eigenschaft deaktiviert ist. Dass wir Schaden machen können. So, pass auf jetzt, mein Freund. Er hat noch zweimal wir können noch über Winterschlaf machen. Beziehungsweise wir könnten uns den Djinn anschauen. Ein letzter Wunsch. Tot. Oh, und der kriegt Abschau. Alter. Wenn das Kopf zusammendrückt. Was war hier der mit Veles angreifen. Okay. Blitzangriff und dann haben wir uns Veles. War schon lange eingesetzt.
So, der hat es hinter sich. 2 Fokus noch. Ja, da weiß ich gar nichts mehr herumtun, den machen wir so kaputt, ne? Für den ist das schon gelaufen jetzt. So, Dankeschön. Ich weiß nur nicht warum und weshalb, aber es ist so. Gehen wir zur Vorlesung. Mr. Shulsky, I presume. Ja? What gave me away? Your resemblance to Ligia. And the book at your waist. That's an interesting way of sewing up the binding. Let me take your coat. The lecture has already started. Follow the corridor. Turgismus in der Architektur, Professor Jan Zabedowski, eine architektonische Stilrichtung, deren Auswirkungen seit einem Jahrzehnt sichtbar sind und die man als Ableger des Jugendstils bezeichnen kann, hat mittlerweile eine gewisse Reife erreicht, weshalb sie es verdient, kommentiert und bewertet zu werden. Es ist unschwer zu erkennen, in welchem Bereich sie den von Jugendstil geebneten Weg verlassen hat. Die kunstvollen Portale des Jugendstils, in denen Leichtigkeit und Finesse verwoben sind, wurden durch wuchtige Giebelornamente und gekrönte Bogengänge ersetzt, die wie ein böses Omen, wie eine unausgesprochene Drohung über den Betrachter zu hängen scheinen. Statt der für den Jugendstil typischen aufsteigenden Linien, die sich wie frische Zweige biegen, sieht man nur gezackte, schroffe Formen. Statt Harmonie regiert Chaos. Grässliche Maskarone vervollständigen das Gesamtbild einer Stilrichtung, die in das Zeitalter verbannt werden sollte, das sie überdeutlich inspiriert hat ins finstere The Mittelalter. professor has already made a judgment. Stadtführer für Warschau, Franciszek Boris Gnojna Gora. Es mag unglaublich klingen, aber das Gebiet, das auf der einen Seite von der Selner und der Dravner Straße und auf der einen Seite von der Bugaj-Straße begrenzt wird und in dessen Mitte heute eine idyllische kleine Bank steht, war früher eine riesige Müllhalde. Wo früher ein bestialischer Gestank in der Luft lag, riecht man heute nur noch wilde Blumen, und wo früher Müllberge in die Höhe ragten, kann man nun den Ausblick auf Warschau A change genießen. for the better? Surprising in this town. Da kann man nicht hin. Aber hier können wir rein. Die Hölle der Jungfrauen, Gabriela Zaborska, hör mir zu, lass nicht zu, dass sie dir Klavierunterricht geben, es wird dich umbringen. Sie verstummte und wischte sich eine Träne aus dem Gesicht. Ich weiß einfach nicht, was sie von mir wollen. Es ist, als hätte ich Wachs in die Ohren, als wären meine Finger aus Holz. Sie rieb sich die Finger und tippte danach gegen ihr Ohr. Die Geste wirkte gleichermaßen witzig wie verzweifelnd. Wenn du erstmal die chromatische Tonleiter spielst, ist es aus, dann bist du verloren. Primet Herz, Prime Sekunde und so weiter. Zur Hölle damit. Sie zupfte an ihren Ohrläppchen und schluchzte krampfartig. Das ist doch kein Leben. Wenn ich am Klavier sitze, fühlt es sich an, als würde mir jemand den Magen in den Bauch umdrehen. Alles in mir verkrampft. Mir wird übel und dann muss ich automatisch weinen. Sie schniefte und hob verstohlen den Saum ihres Kleides an, um ihre Tränen zu trocknen und sich die Nase abzuwischen. Staska, stell dich stur, weigere dich je auch nur in die Nähe eines Klaviers zu kommen. Boarding schools for girls truly are a devilish invention. Okay. Hallo. Inequality between the sexes is a real problem that keeps society in economic stagnation.
No wonder if half of population cannot take up a job or are not adequately remunerated for their work. We want to study, work, make our own choices. We want all of our lives. Ligia, I'd love to see you on the faculty. You must agree. There you are. Samuel, Cecilia, I'd like you to meet my brother. Mr. Szulski? The Victor Szulski? The Thaumaturge? Yes, madam. It is I. Oh, I need to talk to you about thaumaturgy. Ligia has told me a lot about you. I've been interested in it ever since I was a child, although, sadly, I was not blessed with power. Sadly, is not a word I would use. Mr. Szulski, welcome to the Flying University. The university is an interesting venture. Where did you get the idea? Out of necessity. The occupiers control all the academies. They don't allow women to study and don't care about the level of education. And the future Poland will need an intellectual elite. Where does the university's name come from? For obvious reasons, we don't have a permanent residence. Our academy is constantly flying between the apartments of people willing to host us. Some also mockingly say we are a childlike and girlish university, as the university was created with women in mind. But the mockery will soon end because our graduates have already started scientific careers abroad. Are there any known names among the graduates? Mrs. Skłodowska-Curie, for instance. Our Nobel Prize winner. Let's talk about something else. Of course. Ja, ik bedoel het. Congratulations, Professor. You did great. I did. And what did you like the most? What I liked most was seeing you as a lecturer. Damn it, you and your compliments. I can't stay mad at you. You know that science is your domain, not mine. Still, it doesn't change the fact I'm very proud of you. I'm afraid to ask what my sister has told you. Nothing but the truth, albeit not all. We are a civilized people, after all. I'm interested in stories about thaumaturgy. I find it fascinating. Do you teach thaumaturgy here? I've heard that it's becoming popular in Paris. In our academic circles, hardly anyone shares my interest. We've already talked about it. With such a limited amount of sources, there's not much we can do. That's why we should use the knowledge of someone who traveled half the world to learn the tricks of the trade. I'm afraid you overestimate me. Please, do tell us about your travels. I used to live with the whirling dervishes in Damascus for some time. The Dans keep saluters away. I've also met an Inuit sage who claimed he could talk to them. How? How is that possible? Cecilia, let's give Mr. Szulski some space. Let's talk about something else. Of course. I'll take a look around the room. Mr. Szulski, we must talk. It's important. Please find me later. Oh, die hat wahrscheinlich was. Vielleicht haben wir da... Oh,
I think you'll find that the catering tables aren't the only place you'll find something sweet. Give me a break. Only if you brought some donuts. I did. I know one should not stand between you and sugar. You're speaking words of wisdom, brother. Then I will leave you as well. Mr. Schulski, please meet our students. Die fliegende Universität. Okay. Unter Russen muss alles, was für die polnische Informationsbeschaffung und Kultur von Vorteil ist, im Geheimen erledigt werden. Auf diese Weise arbeitet auch die fliegende Universität im Stillen und im Verborgenen vor neugierigen Augen und verräterischen Zungen. Anfangs wendete sie sich ausschließlich an Frauen, deren Zugang zur Bildung stark beschränkt war. Jetzt akzeptiert sie auch die wenigen Männer, die ihre Ideale teilen. Die Universität ist auf mehreren Pfeilern begründet. Der erste ist Wissen und das Streben um dessen Vermehrung in allen Bereichen. Der zweite Weisheit, mit dem das Wissen genutzt werden soll. Und der dritte die Liebe zu Polen und seinen kulturellen wie wissenschaftlichen Quellen. Möge sie so lange wie möglich bestehen, mögen sie es eines Tages offiziell tun dürfen. What is it? Do you need help? How did you happen to start studying? I was helping Dad with business and I was doing fine, so he encouraged me to apply. It's the least he could do for you. So you're on first-name terms with Samuel, huh? How did that happen? Everyone's on first-name terms with everyone else here. Somehow, I haven't noticed him giving any other student that much attention. Watch it. You're going to get it. I'll be off now. I also write term papers for the principal school students. Would you like some work? Excuse me, and you are... Viktor Szulski. You are Lygia's brother? It's great that you came to your sister's lecture. Not all of us have that kind of support. I think my presence here is of no importance. Liga has always been the smartest in the family. You are completely different from my brother. He thinks an educated woman is a disgrace to her family. If he knew I studied, he'd beat me until I was bleeding. We all take some risk. Well, maybe everyone except Polina. What do you mean? She's Russian, and I'm sure she'll bring the police down on us. I don't know why Dickstein trusts her. Don't waste your breath. Better have an eclair. Juhu, Schleckermaul bringt Frankfurt zur Vorlesung im Antiquariat, okay. Das war eine Errungenschaft. Ansonsten haben wir hier jetzt eh nichts. Dann sprechen wir mit ihr, haha, sagt sie. You wanted to talk to me? I've got a whole bunch of questions, and I really hope you can answer them. Check your enthusiasm, please. You and your dress take all of our oxygen. Lucrezia, only feeble men are afraid to be inquisitive, and the Thaumaturge cannot be feeble. The power you possess meddles with the very fabric of reality and the most subtle aspect of human psyche. It is... Overrated at the best and made up at worst. Naja, müssen wir niemanden Angst machen. I share your admiration for thaumaturgy. Too bad people are too ignorant to appreciate it. Hopefully, that will change. The bookseller went mad. Help! Is that your doing? Now you believe in thaumaturgy? Mr. Szulski, please don't mind her. Let's go, they might need you. This is tragic! I need to yell about it! Thieves!
ist eine Studentin der Fliegenden Universität. Sie ist ebenfalls überaus interessiert an Thaumaturgie oder zumindest an einem gut aussehenden, gewitzten und geistreichen Thaumaturgen namens Victor. Sie war von jedem meiner Worte begeistert und nickte eifrig. Selbst ihr Kleid schien speziell für den Anlass ausgewählt worden zu sein. Okay. Oh. Dietrich im Blumentopf. Der Dietrich ist mit fieberhaften Gedanken befleckt, so fahrig wie eine kindliche Handschrift. Die Zeit war knapp. Was, wenn jemand ihn sehen würde, den Finger auf ihn richten würde, ihn auf frischer Tat ertappen würde? Haltet den Dieb. Der Blumentopf war ein naheliegendes und sinnvolles Versteck, jedoch kein sehr gutes. Oha. War ein Dieb unter den Besuchern und Besucherinnen. Müsst du mir das sagen? What's up, Sherlock? You're as happy as a child on Christmas Day. I like to watch you do something with passion. Wieder gar nichts gemacht, die Ermittlungen Who do you erwähnen. think could have taken the book? I have no idea. But I'm sure you'll be fine. You're way too enthusiastic. How many sweets have you had? Don't even ask. I'll be off now. Ich weiß ja nicht einmal noch, worum es genau geht, aber wir finden schon die Sachen. Was sollst du da machen? This is an outrage. Calm glaube ich. down. We can sort it out. You can't tell me what to do. Zerbrochene Tasse, die Porzellanscherben zittern wie ein furchtsames Herz. Man spürt förmlich die stille Angst im kleinen Wunderwerk, das nur ein Kretin für ein simples Buch halten würde. Könnte etwas Schlimmes zugestoßen sein? Eingerissene Seitenflecken auf dem Einband oder, Gott bewahre, ein gebrochener Buchrücken? Ein Wunderwerk, das gestohlen wurde und vielleicht nie wieder auftaucht. This is an outrage. Calm down. Leere We can Vitrine. sort Die it out. Gefühle des Diebes spiegeln You sich im can't tell me Glas what der to do. Vitrine. Die Unbekümmertheit eines Clowns, die Aufregung eines Seiltänzers vor dem ersten Schritt ins Nichts. Die Gefühle zeugen von Unbeschwertheit und einem Gewissen, das so rein ist wie frisch gewaschene Wäsche. Schließlich ist das Ganze ja nur ein harmloser Scherz. This is an outrage. Calm down. Ein We can Scherz. sort it out. You can't tell me what to do. Okay. Was ist los? Do not tell me what to do. It is definitely the time to be nervous. I'm just saying we can look together. It might be a misunderstanding. Misunderstanding? It's a theft. You! I bet you did it. What happened? The first edition of A Nation Tale is gone. My beloved game exposed to sunshine. Master, greasy fingers. Oh, what a horrible tragedy. You can't treat me like that. Nobody leaves this place. Either I get my book back or I'm calling the police. What do you mean? I can't stay here any longer. Antoni, do not threaten my students. They are not students. They're animals. Mr. Shulsky can find your book. Naja. Yes, I can do that. Really? And then can you bring eternal misery upon the thief? No, but I can find what you've lost, and I guess that's what you want. Let's call it the minimum plan. That's enough, Antoni. Mr. Shulsky, we'd all be obliged. Verschlossenes Antiquariat. Es geht um einen Diebstahl. Das wertvollste Buch des Antiquariats ist verschwunden. Der Antiquar hat sein Geschäft geschlossen und droht damit, die Polizei hineinzuziehen, sollte sein Eigentum nicht schnellstens gefunden werden. Paulina. I was instructed to become acquainted with your lot. Viktor Shulsky, nice to meet you. I don't know if talking to me is the best choice. Polina Nikolaevna Gavrilov. Seems you're not very popular among your colleagues. What did I tell you? That I cast spells to make their pants leak and their ties run? Why don't they like you? Because I'm Russian, and every Ruski is an enemy, right?
Puh, soll das eine russische Mutter hast? Verneinen. I prefer to judge people by their actions, not by their nationality. I understand the political situation. I was born in Warsaw. I love this city. Why did you decide to go to the university? I don't want to waste my intellect on throwing parties and picking the perfect hat. And what do you want? To study law at the Sorbonne. You think it's funny? No, it's just that my mother wanted me to study law in Paris. But I prefer to travel. My mother keeps trying to talk me into traveling. Apparently, that's the way to find a husband. Who do you think is behind stealing that book? I can't believe that it might be one of us. After all, we all love books. That sounds like the perfect motive. Indeed. If I were to steal, I would rob antiquarian bookshops. But it wasn't me. I'll be off now. It wasn't me. Can I help you? Tell me about Ligia's studies. Your sister has an extraordinary mind. She's one of our most gifted graduates, and I hope she will join our teaching staff after this lecture. Her arguments are bold and accurate, untainted by social restraints. Oh, and her charisma. Da ist jemand verliebt. Indeed, you are impressed. Is there anything else you want to ask? Do you have any suspicions regarding the stolen volume? I don't believe any of the students could do it. It must be a misunderstanding. I hope you manage to get to the bottom of it. Thank you. Goodbye. You don't understand. I want to leave. And I want my volume to be in my display case. Maybe you're the one who has it. I'm not a thief, and I don't have to explain myself. Why do you want to leave right now? I told my parents I was going to church. If I'm not back on time, they'll start to look for me, and I'll be in trouble. Please help me. You can help by searching this young lady. I know subtler ways. Could you give me a personal item, please? No, she's not the one who stole the book. The trace doesn't match. How do you know? Die Studentin hat das Buch nicht gestohlen. Die Spur auf ihrer Puderdose ist samtweich und schmeckt nach Eisen, wie ein unbeugsamer harter Kern und unter einer weichen, zierlichen Schale. Sie ähnelt der Spur auf dem Dietrich nicht im geringsten. There's no trace of the thief on this item. That lady did not steal the book. I see. I can't open the door, but I can help you with your parents. I know what it's like when your loved ones don't understand your passion for books. I see. Thank you for your help. Mr. Szulski, there are guest coats in the wardrobe. I will let you in there if it helps you to catch that degenerate. That might be helpful. Then follow me, please. Ah, jetzt können wir da drüben rein in den abgesperrten Raum. Ja. Ein weiterer Frauenmantel. Die Phasen des Mantels sind zu einer Stickerei aus Trauer und Bitterkeit verworren. Der Vorwurf einer Affäre liegt wie Blei auf dem Stoff, der dadurch tiefe Falten wirft. Ein Erklärungsversuch zerplatzt wie eine Seifenblase. Eine Beichte so möglich. Die Universität muss ihr Geheimnis bleiben. Herrenmantel. Die Manteltasche quillt über vor Sorgen, die darin vergraben wurden, um sie zu vergessen. Sie sind grau und matt, genau wie der Dietrich im Blumentopf. Sie warnen flüsternd vor der Strafe, die der Sohn dafür erhalten wird, die Werkzeuge des Vaters entwendet zu haben, und vor der Konsequenzen eines Streichs, das dem Ruder laufen wird.
Eleganter Frauenmantel. Ein eleganter Mantel im Vergleich zu den anderen wie eine herrliche Blume inmitten von Unkraut wirkt. Er strahlt knallroten Stolz aus, versprüht den Duft von Pracht und Herrlichkeit und lockt mit einem süßlichen Aroma. Nur ein winziger Faden am Kragen zittert vor Unsicherheit. Wird derjenige, für den diese Anstrengung unternommen wurde, diese überhaupt wahrnehmen? Sagst du noch irgendwas Besonderes? What's up, Cheryl? You're Okay. I'll be off now. And? Have you found anything? Yeah. Maybe, although I still need some information. Well, what are you waiting for? Fire away! The large coat belongs to Miss Lucrezia, I presume. The one with the satin lining? Yeah, no doubt. But I don't know why you're wasting your time on these. I found a men's coat in the wardrobe. One with embroidered initials and wooden buttons. Do you remember who it belongs to? With a worn-out collar and elbow patches? That's Valdemar's coat. You have good memory. Which you are using in a ridiculous way. Why don't you look for the degenerate? Thank you. That was very helpful. I will wait for the results then. Waldemar, der Antiquar, ist überzeugt, dass der abgewetzte Mantel Waldemar gehört. Zeit, den Dieb zu entlarven. Wer hat es gestohlen? Waldemar hat das Buch gestohlen. Es war für ihn kein Problem, die Vitrine zu öffnen. Schließlich ist er der Sohn eines Schlossers. Er handelte jedoch nicht aus niederträchtigen Beweggründen. Er hielt den Diebstahl für einen harmlosen Scherz, der leider vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist. Kann man da noch irgendwie... Okay. Nur zur Sicherheit, oder nochmal schauen, okay. A grey coat with embroidered initials and wooden buttons. It belongs to you, doesn't it? Why do you ask? I think it belongs to the thief. What? No, I don't wear a coat. It's September. I like the cold, and that is not a crime. Leave me alone. Here, I found your book. And what's this? Das Buch ist von einer dünnen Schicht düsterer Gedanken bedeckt, die sich wie grauer Raureif um den Umschlag gelegt hat. Die Spur des Diebes stimmt mit denen auf dem Mantel und auf dem Dietrich überein. Es steht zweifelsfrei fest, Waldemar ist der Dieb. I hope you will find my little plot amusing. The city must recognize the power of thaumaturgy. Enjoy your show. You have earned it. Cecilia. I should return the volume. The bookseller will finally calm down. And then I will have a talk with the author of this letter. Dann hat er das für sie sozusagen versteckt. Versteckte Notiz. Ein Gedanke tänzelt über die Notiz hinweg. Er ist verspielt und kokett wie eine junge Frau an einem Sommerabend. Sie geht sämtliche Szenarien durch, schmiedet Pläne und wählt bedachtsam ihre Werkzeuge aus. Sie will den perfekten Eindruck auf eine ganz bestimmte Person machen. Das verschwundene Buch. Ich habe das Buch gefunden. Ein Brief von Cecilia fiel heraus. Sie hat diese Intrige ausgeheckt und es missfällt mir sehr, in die Spielchen anderer Leute hineingezogen zu werden. Ich sollte mit ihr reden. Here is your volume.
You came back to me, safe and sound. Praise the Lord. I hope it was all just a mistake. No, it was planned. That was obvious. How did you find the book? I found the lockpicks that the thief used to open the display case. They were marked with this trace. And that is how you determined his identity? What an exceptional display of thaumaturgy. As impressive as conjuring up ghosts at a seance. I would like to see you say that to Madame Samira. Of course you know each other. You both prey on people's gullibility. Erzähl uns über Lucretia herausgefunden hast. Stop, both of you. Please tell us who took the book from the display case. The book was in the bedroom, under the bed. What a captivating display of power. Shame there wasn't a missing sock there too. Now that would be a discovery. Don't be sarcastic, it's the potential that matters. What matters is who is responsible for that mess. Please, don't keep us in suspense. The plot might not be too original, but it was certainly planned. You might be missing the big picture. The one responsible for stealing the book is Valdemar. He used his father's lockpicks and hid the book under the bed. Valdemar? How could you? What a disappointment. The boy stole the book at Cecilia's request. She talked him into it. It's impossible. Valdemar? It's true, Mr. President. Cecilia said it would be a joke. Do you understand what kind of situation this puts me in? How this affects our reputation? I'm sorry, but it was necessary. I had my reasons. An exquisite coat, an evening dress, an intrigue. You took a lot of trouble to impress me. Did it work? Oh. Eigentlich. Nee. Aber wir würden jetzt so sein. Yes. Then it was worth it. That's enough. Miss Cecilia, please explain yourself. Nobody treats thaumaturgy like a real science. I had to show its potential. Show what you're capable of. That's enough! That is no excuse. I will talk to you in a minute. Leave us alone. You know I was right. I'm sorry you were used like that. Thank you. Honestly, I don't like being led by the nose. I understand. Cecilia's methods are disgraceful, but she does have a point. A lecture by a thaumaturge would enrich our academy. Please, consider it an offer. I will think about it. Der Dickstein. Der muss schick sein. So. Wo ist der Dickstein? Diggi. Samuel Dickstein. Er ist der Präsident der Fliegenden Universität, einer geheimen Institution, deren Curriculum im russischen Gebiet verlorene Inhalte und Ideen vermittelt. Professor Dickstein ist ein Mathematiker und ein unglaublich charmanter Mann, dem offensichtlich seine Schüler wichtig sind. Außerdem hat er vorgeschlagen, dass ich eine Vorlesung zur Thaumaturgie halte. Mein Eindruck von ihm wird immer besser. Haben wir noch irgendwas? Jetzt? Na, das war's tatsächlich. Ach so. Das
Sind wir hier fertig, tatsächlich. Die Schwester ist auch schon wieder fort. Ja, recht hat sie. Ja, ich habe gehofft, wir kriegen zumindest so viele Punkte zusammen, dass wir... Na, wisst schon. Den nächsten Skillpunkt dann schon bekommen hätten, aber leider ist es mir nicht vergönnt. Kann man nichts machen. Ansonsten haben wir hier tatsächlich nichts mehr. Außer die Landbevölkerung möchte noch einmal ein paar aufs Fressbrett. Aber scheinbar ist da niemand, der Lust hat auf eine anständige Schlägerei. Leider. Ja, dann haben wir so gesehen nicht mehr viel zu machen und auch nicht viel zu lachen. Aber ich werde ins Mietshaus reingehen. Wir haben hier sonst nichts mehr. Ja. Sie macht wieder irgendwie irgendwas. Keine Ahnung. Unser Garten, da war bisher aber auch noch nichts. Das war ein bisschen eigenartig, aber wahrscheinlich wird sich hier auch nichts finden. Wobei, oh. Are you Schlägerei? lost? Fuck. Ein I'll try to Einbrecher. be a hero, and it'll be alright. You're outnumbered. Quantity doesn't always translate to quality. Call the rest. We got one with a death wish. Cool. Das schaut wie Schimpanse. Okay. Und das war's? Das sind nur 2. Weißt du, okay, die Verstärkung ist unterwegs. Okay. Schaden wird verringert ansonsten. Oh schon. Bei dem können wir einfach draufhauen. Sehr gut. Ist jetzt nicht so tragisch. Die Buße wird... Also es wird nur 1. Machen wir, okay, dann machen wir das so. Die haben wir erledigt. Oh, ein Nockerbatzi. Und der schaut aber böse aus. Schlussplädoyer, okay. Können wir mal. Verringert den Schaden. Ah, das ist wieder der Scheiß, ne? Da machen wir da Schlussplädoyer. Und hier war Bukowatsch. Schön, schön, schön. Was können wir jetzt machen? Ja. Da können wir uns spielen jetzt. Geplanter Angriff. Machen wir mal Blitzangriff. Kaputt.
Schön. So, wie gesagt. Cool, haben wir doch noch einen Kampf gekriegt, aber schon. Get off my lawn. Okay, war da doch etwas. Na, immerhin. Immerhin war eine Kleinigkeit. Okay, passt. Haben wir das noch erledigt? Haben wir das auch gesehen? Ist das nicht schön? Haben wir auch eine Stunde voll, das ist toll. Dann würde ich sagen, meine Freunde, das war's mit der Folge. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.